Wusstest du, dass viele Leute sagen, Deutsch ist schwerer als Spanisch und andere sagen genau das Gegenteil? Verrückt, oder? Ich frag mich immer, was ist denn nun wirklich hart an Deutsch und was klingt nur so? Ja, und ich höre auch oft, dass viele nach 3 Monaten aufgeben, weil die Grammatik mit den Fällen einfach Angst macht. Aber ehrlich, vieles wird leichter, wenn man es Schritt für Schritt übt. Heute schauen wir mal, was wirklich hilft. Und es gibt noch so eine heiße Frage. Muss man Deutsch lernen, wenn man hierher zieht? Ist es respektlos, wenn man es nicht macht? Da gibt's starke Meinungen. Also, hi und herzlich willkommen. Ich bin Tim. Heute reden wir locker über die Frage, ist Deutsch wirklich so schwer oder ist es halb so wild? Und ich bin Julia. Schön, dass ihr da seid. Wir teilen heute einfache Tipps, echte Geschichten und machen kleine Rollenspiele, damit ihr sofort üben könnt. Fangen wir mal an. Viele kämpfen mit den Artikeln, also der, die, das und mit der Wortstellung. Die Aussprache ist oft okay, weil man meistens spricht, wie man liest. Aber ja, CH und er sind oft tricky. Stimmt, und die langen Wörter sehen erstmal hart aus, so wie Krankenversicherung. Aber wenn du das teilst, geht's, Kranken plus Versicherung. Plötzlich ist das gar nicht mehr so schlimm. Machen wir direkt ein kleines Rollenspiel im Restaurant, ja? Fokus. Höflich bleiben mit Sie und einen klaren Satz sagen. So kriegt ihr schnell Sicherheit. Guten Abend. Was möchten Sie bestellen? Sprechen Sie ruhig langsam, kein Stress. Guten Abend. Ich hätte gern den Schweinebraten, bitte. Und ein stilles Wasser. Sehr gern. Möchten Sie noch etwas dazu? Vielleicht ein kleiner Salat? Nee, danke. Ach, und wie spricht man Schweinebraten richtig? Ich hab da immer ein bisschen Angst. Alles gut. Sprech mal langsam, Schweine, braten. Viele sagen das falsch, weil sie nervös sind. Atme kurz, dann klappt es. Apropos nervös. Ein Hörer hat mir geschrieben, er hat in der Bank aus Versehen du gesagt. Uff, die Leute waren erst verwirrt und haben dann gelacht. Seitdem nimmt er immer erst sie, bis jemand sagt, wir können du sagen. Genauso mache ich das auch. In Deutschland ist sie normal bei Fremden, in der Arbeit, bei Behörden und bei älteren Menschen. Du ist für Freunde, Familie und manchmal Kolleginnen und Kollegen, aber oft erst später. Und jetzt diese große Frage. Muss man Deutsch lernen, wenn man hier lebt? Ich finde, naja, es ist höflich und super praktisch. Aber das Leben ist halt stressig. Viele arbeiten viel oder haben Kinder. Kleine Schritte sind okay. Eben. Niemand wird über Nacht perfekt. Aber jeden Tag ein bisschen, das zeigt Respekt und hilft total im Alltag. Ein paar Wörter pro Tag sind machbar, oder? Zurück zu den Artikeln. Lern das Nomen gleich mit dem Artikel wie ein Päckchen. Also die Milch, der Tisch, das Auto. Mach kleine Karten oder häng Zettel an Dinge zu Hause. Das hilft echt. Und zu den Fällen, also Nominativ, Akkusativ, Dativ, ich sag immer ganz simpel, wer, wen, wem. Beispiel: Der Mann sieht den Hund. Ich gebe dem Mann das Buch. So hörst du den Unterschied. Viele sagen auch Sätze wie morgen ich gehe einkaufen. Klingt verständlich, aber natürlicher ist morgen gehe ich einkaufen. Das Verb ist auf Platz 2. Das ist so ein Kernding im Deutschen. Und mit weil kommt das Verb ans Ende. Also, ich bleibe zu Hause, weil ich müde bin. Am Anfang fühlt sich das komisch an, aber dein Ohr gewöhnt sich dran. Bei der Aussprache hilft Hören echt viel. Deutsch ist eigentlich ziemlich logisch, aber CH wie in Ich oder auch in Buch ist halt neu.
Hör dir das mal in Musik oder Serien an und sprich nach, langsam und klar. Ich mag zum Üben Musik von Annenmai Kantereit, da ist die Stimme schön klar. Und Tatort mit Untertiteln ist auch gut, da hörst du Alltagssprache. Probier mal 15 Minuten und Pause drücken, wenn du was nachsprechen willst. Kurz ein Minispiel. Ich sag einen Satz falsch, du korrigierst, okay? So bleibt das mit der Wortstellung hängen. Nimm's locker. Erster Satz. Morgen ich fahre nach Berlin. Korrekt ist, morgen fahre ich nach Berlin. Und mit weil ich habe Urlaub, fahre ich nach Berlin, besser ist, weil ich Urlaub habe, fahre ich nach Berlin. Genauso. Check aufgepasst. Was bedeutet siezen nochmal? Richtig, jemanden mit sie ansprechen, also höflich. Und duzen ist dann mit du sprechen. Und wie fragst du nett nach du? Ganz einfach, wollen wir du sagen? Oder, ist es okay, wenn wir uns duzen? Das klingt freundlich und respektvoll. Viele denken, Englisch macht Deutsch super leicht, weil es ähnliche Wörter gibt, wie Haus oder Hand. Das hilft ein bisschen, klar. Aber die Grammatik ist anders. Und die Artikel sind halt wichtig. Erwartet also nicht, dass alles sofort klappt. Und dieser Vergleich mit Spanisch, na ja. Manche finden Spanisch leichter, weil man fast alles so spricht, wie man es liest. Andere finden Deutsch leichter, weil viele Wörter bekannt klingen. Am Ende hängt es von dir, deiner Zeit und deiner Motivation ab. Mein Tipp: Setz kleine, klare Ziele. 10 Minuten pro Tag sind besser als nichts. Eine Szene schauen, 3 neue Wörter lernen, einmal laut nachsprechen. Und wenn du im Supermarkt fragst, wo etwas ist, feier das als Erfolg. Mach ein kurzes Supermarkt-Rollenspiel? Ich bin die Verkäuferin, du bist Kundin oder Kunde. So trainieren wir Höflichkeit und einfache Sätze. Entschuldigung, wo finde ich die Milch? Im dritten Gang links. Möchten Sie sonst noch etwas? Ja, wo ist das Brot? Geradeaus und dann rechts. Und lächeln hilft immer, echt jetzt. Viele verwechseln das und manche Leute reagieren dann genervt. Klar, das ist blöd. Aber mach dir keinen Kopf, Fehler gehören dazu. Die meisten helfen gern, wenn sie sehen, dass du's versuchst. Wenn jemand unfreundlich ist, atme kurz und frag ruhig, wie sagt man das richtig? Das ist mutig und zeigt Respekt. So lernst du schnell. Hilfreich sind auch Karteikarten, Sprachnotizen auf dem Handy und Zettel an Möbeln. Der Tisch, die Tür, das Fenster. Und sprich mal mit dir selbst, zum Beispiel beim Kochen. Das trainiert die Zunge, echt hilfreich. Mach dir eine Mini-Challenge, jeden Tag ein echtes Gespräch von 2 Minuten. Im Café, an der Kasse oder kurz im Hausflur. Wenn es passt, klar. Kleine Schritte, große Wirkung. Ich hatte mal so ein Ding im Restaurant. Ich hab Schweinebraten zu leise gesagt und ich bekam was ganz anderes. Dann hab ich es ruhig wiederholt, langsam, und es hat geklappt. Man darf halt nachfragen. Genau. Sag einfach, Entschuldigung, ich meine Schweinebraten, bitte. Kurz, klar, freundlich. So versteht dich jeder besser. Und noch was zu dieser harten Meinung. Manche sagen, wer hier lebt, muss sofort perfekt Deutsch sprechen. Ganz ehrlich, das ist Quatsch. Wichtig ist Mühe und Respekt. Schritt für Schritt ist vollkommen okay. Ja, und viele Städte haben Sprachcafés oder Tandems. Frag mal in der Bibliothek, oft gibt es kostenlose Treffen. Da übst du locker und ohne Druck. Wollen wir noch ein kurzes Telefonrollenspiel machen? Das ist für viele echt schwer, weil man die Person nicht sieht. Aber wir machen's einfach.
Guten Tag, Praxis Sonnenschein, was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich hätte gern einen Termin am Montag, wenn das geht. Ich kann am Nachmittag. Wäre das möglich? Am Montag ist leider alles voll. Geht Dienstagnachmittag? Da hätte ich was frei. Ja, das passt, vielen Dank. Dann bis Dienstag. Auf Wiederhören. Merkst du, höfliche Formen klingen gar nicht schwer? Ich hätte gern, könnte ich, würden Sie. Das sind kleine Zaubersätze. Die öffnen Türen. Noch ein klassischer Fehler: trennbare Verben wie anrufen. Man sagt, ich rufe meine Mutter an, nicht ich anrufe. Setzt das kleine Teil ans Ende, so wird's natürlich. Genau, und die Betonung hilft dir. Anrufen, ich rufe an. Lass beim Sprechen eine Mini-Pause vor dem Ende, dann erinnerst du dich daran. Für Input finde ich Kinderbücher und kurze Nachrichten super. Kinderbücher haben klare Sätze, viele Bilder, das ist perfekt. Und langsam gesprochene Nachrichten geben dir Rhythmus und Alltagssprache. Und hör viel zu, auch im Bus oder beim Spazieren. Nimm kleine Folgen, wiederhol sie, sprich mit. Dein Ohr baut sich so Schritt für Schritt echt. Also, ist Deutsch schwer? Es ist anders. Artikel, Wortstellung und Höflichkeit sind die großen Themen. Aber vieles ist logisch, und mit Übung wird es normal. Mit Plan, Geduld und echten Gesprächen geht's voran. Mach Fehler, lach mal drüber und sprich weiter. So kommt die Sicherheit, ganz ehrlich. Jetzt sind wir neugierig. Was ist für dich am schwersten? Artikel, Wortstellung oder dieses Du und Sie? Und welche Serie oder Musik hilft dir beim Üben? Schreib uns das gern in die Kommentare. Wenn dir das gefallen hat, lass gerne ein Like da und abonniere unseren Kanal. Dann verpasst du keine Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt dran und habt Spaß beim Lernen. Skas.